Lektion 1. Technologie ausbalancieren. Hey Anna, ich habe versucht, einen Weg zu finden, Technologie in meinem Leben in Einklang zu bringen. Das ist ein großartiges Ziel. Bei so vielen Ablenkungen überall kann es schwierig sein. Ich weiß, manchmal fühle ich mich von Benachrichtigungen und Bildschirmzeit überwältigt. Das verstehe ich. Haben Sie darüber nachgedacht, bestimmte Zeiten für die Überprüfung Ihrer Geräte festzulegen? Ja, ich habe begonnen, meine Nutzung sozialer Medien auf nur 30 Minuten pro Tag zu beschränken. Das ist ein kluger Schachzug. Es hilft wirklich, bewusster damit umzugehen, wie wir unsere Zeit nutzen. Genau, ich versuche auch, technologiefreie Mahlzeiten einzunehmen, um bedeutungsvollere Gespräche zu führen. Ich liebe diese Idee. Essen ohne Ablenkungen kann das Erlebnis verbessern. Das tut es wirklich. Ich fühle mich mehr mit den Menschen verbunden, mit denen ich zusammen bin. Haben Sie andere Strategien gefunden, die für Sie funktionieren? Ich habe angefangen, mehr physische Bücher statt E-Books zu lesen. Es fühlt sich erfrischend an. Das klingt wunderbar. Es ist etwas Besonderes, ein Buch in den Händen zu halten. Ich stimme zu. Außerdem hilft es, die Belastung der Augen durch Bildschirme zu reduzieren. Hast du in letzter Zeit gute Bücher gefunden? Ja, ich habe gerade einen Kriminalroman beendet, der mich bis zum Ende im Unklaren gelassen hat. Ich liebe Mysterien. Sie sind so fesselnd. Wie lautet der Titel? Es heißt Der stille Patient. Ich kann es nur empfehlen. Ich werde es auf jeden Fall in meine Leseliste aufnehmen. Technologie in Einklang zu bringen und Bücher zu genießen klingt perfekt. Das ist es wirklich. Lassen Sie uns beide weiterhin gegenseitig dabei unterstützen, dieses Gleichgewicht zu finden. Lektion 2. Kulturelles Aufblühen. Hey Anna, wusstest du, dass die Jahre des 19. Jahrhunderts eine blühende Kultur hatten? Wirklich. Das klingt faszinierend. Welche Aspekte der Kultur waren in dieser Zeit von herausragender Bedeutung? Die Menschen interessierten sich leidenschaftlich für Ideen und künstlerische Ausdrucksformen wie Literatur und Malerei. Ich kann mir vorstellen, dass das eine lebendige Zeit wäre. Gab es bestimmte Bewegungen, die auffielen? Ja, die romantische Bewegung war bedeutsam und konzentrierte sich auf Emotionen und Natur in Kunst und Literatur. Das ist faszinierend. Ich liebe es, wie die Romantik die individuelle Erfahrung und Vorstellungskraft betonte. Genau. Es ermutigte Künstler und Schriftsteller, tiefere Gefühle und die Schönheit der Natur zu erforschen. Gab es bemerkenswerte Persönlichkeiten aus dieser Zeit, über die wir Bescheid wissen sollten? Definitiv. Künstler wie Turner und Constable in der Malerei und Schriftsteller wie Wordsworth und Shelley in der Literatur. Sie waren alle unglaublich einflussreich. Es ist erstaunlich, wie ihre Arbeit heute noch Anklang findet. Ganz gewiss. Ihre Ideen legten den Grundstein für zukünftige künstlerische Bewegungen. Ich schätze, wie Kunst die Werte und Emotionen ihrer Zeit widerspiegeln kann. Unbedingt. Es ist ein Fenster in die Vergangenheit, das zeigt, wie die Menschen dachten und fühlten. Ich würde gerne einige ihrer Werke erkunden. Hast du ein Lieblingsstück aus dieser Zeit? Ich bewundere Turners The Fichting-Temerere wirklich. Die Emotionen, die es hervorruft, sind mächtig.
Das ist eine wunderschöne Wahl. Die Art und Weise, wie er Licht einfängt, ist wirklich faszinierend. Ja, es ist inspirierend, darüber nachzudenken, wie Kunst im Laufe der Zeit so tiefe Botschaften vermitteln kann. Lektion 3. Grundlagen des Kundendienstes. Es freut mich zu hören, dass Sie mit Ihrem Kauf zufrieden sind. Danke. Das Produkt hat meine Erwartungen wirklich übertroffen. Das ist wunderbar. Kann ich dir heute noch mit etwas anderem weiterhelfen? Eigentlich habe ich eine Frage zur Garantie. Wie lange dauert sie? Die Garantie gilt für 2 Jahre ab Kaufdatum. Das ist toll zu wissen. Das gibt mir Seelenfrieden. Unbedingt. Es ist wichtig, dass Sie sich bei Ihrer Investition sicher fühlen. Ich stimme zu. Ein guter Kundenservice macht einen großen Unterschied im Einkaufserlebnis. Ja, aufmerksam und hilfsbereit zu sein, kann die Kundenzufriedenheit wirklich verbessern. Denken Sie, dass Unternehmen sich mehr auf Kundenfeedback konzentrieren sollten? Definitiv. Feedback ist wertvoll für die Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen. Es ist interessant, wie sich Unternehmen an das anpassen können, was ihre Kunden sagen. Genau. Den Kunden zuzuhören kann zu besseren Beziehungen und Loyalität führen. Mir ist aufgefallen, dass einige Unternehmen sogar direkt nach dem Kauf um Feedback bitten. Das ist wahr. Es zeigt, dass sie sich um die Meinung ihrer Kunden kümmern. Ich schätze diesen Ansatz. Dadurch fühle ich mich als Kunde geschätzt. Das Gleiche hier. Hoffen wir, dass in Zukunft mehr Unternehmen solche Praktiken anwenden. Lektion 4. Erkundung der lokalen Kultur. Hey Anna, hast du dir das neue Kulturviertel in der Innenstadt angesehen? Noch nicht. Ich habe gehört, es hat viel zu bieten. Was hast du dort gefunden? Es gibt Theater und Restaurants für jeden Geschmack. Es ist lebendig und voller Leben. Das klingt unglaublich. Ich liebe Orte, an denen ich sowohl Essen als auch Aufführungen genießen kann. Genau. Ich war letztes Wochenende bei einer Theateraufführung und es war unglaublich. Was für eine Show hast du gesehen? Es war eine moderne Adaption eines klassischen Theaterstücks. Die Schauspielerei war hervorragend. Ich schätze es, wenn Produktionen traditionelle Geschichten aus neuen Perspektiven beleuchten. Unbedingt. Es hält die Kunstform lebendig und relevant für ein neues Publikum. Hast du dort irgendwelche Restaurants probiert? Ja, ich ging in ein Fusion-Restaurant, das italienische und asiatische Aromen kombinierte. Das klingt köstlich. Ich liebe es, einzigartige kulinarische Kombinationen auszuprobieren. Es war fantastisch. Die Pasta war mit Zitronengras angereichert, was überraschend gut war. Wow, das würde ich gerne erleben. Denken Sie, dass das Kulturviertel einen Besuch wert ist? Definitiv. Es ist eine großartige Möglichkeit, lokale Talente zu entdecken und vielfältige Küchen zu genießen. Ich kann es kaum erwarten, es mir anzusehen. Vielleicht können wir nächstes Wochenende zusammengehen?
Das klingt nach einem Plan. Machen wir einen Tag daraus und erkunden alle Möglichkeiten. Lektion 5. Einkaufserlebnisse. Hey Anna, ich komme gerade vom Einkaufen zurück. Hast du etwas Interessantes gekauft? Ja, ich habe eine neue Jacke und ein paar Jeans gekauft. Was ist mit dir? Ich habe auch ein paar Dinge mitgenommen. Ich habe ein cooles Paar Sneaker gefunden, dem ich nicht widerstehen konnte. Nett. Sneaker können wirklich jedem Outfit einen lässigen Touch verleihen. Für welchen Stil hast du dich entschieden? Ich habe mich für ein paar klassische Weiße im Vintage-Look entschieden. Sie passen zu allem. Das ist eine gute Wahl. Ich liebe vielseitige Teile, die schick oder lässig angezogen werden können. Genau. Welche Farbe hat deine neue Jacke? Es ist tiefgrün. Ich dachte, es wäre perfekt für die Herbstsaison. Das klingt herrlich. Grün ist eine so warme und einladende Farbe. Das denke ich auch. Außerdem passt es gut zu verschiedenen Farben. Was hast du vor, zu deinen Sneakers zu tragen? Ich dachte darüber nach, sie mit einer Chinohose und einem Freizeithemd zu tragen. Klingt nach einer stylischen Kombination. Lässig und doch zusammengestellt. Danke. Ich versuche immer, Komfort und Stil in Einklang zu bringen. Wie steht's mit dir? Ich werde meine neue Jacke wahrscheinlich mit einem schlichten weißen T-Shirt und meiner Lieblingsjeans tragen. Das klingt toll. Es ist ein klassischer Look, der nie aus der Mode kommt. Genau. Einkaufen macht so viel Spaß, besonders wenn man Stücke findet, die man liebt. Ich stimme voll und ganz zu. Lass uns bald einen weiteren gemeinsamen Einkaufsbummel planen. Lektion 6. Morgenroutinen. Hey Anna, hast du letzte Nacht gut geschlafen? Ja, ich hatte einen erholsamen Schlaf. Wie steht's mit dir? Ich bin früh aufgewacht, um morgens zu joggen. Es gibt mir wirklich Energie für den Tag. Das ist beeindruckend. Ich hatte auch vor, morgens mit dem Joggen anzufangen. Das solltest du. Es ist eine großartige Möglichkeit, den Kopf frei zu bekommen und frische Luft zu genießen. Das kann ich mir vorstellen. Um wie viel Uhr gehst du normalerweise aus? Ich versuche gegen 6:30 Uhr aufzubrechen. Zu dieser Stunde ist es friedlich. Wow, das ist früh. Hast du eine bestimmte Route, die du nimmst? Ja, ich jogge durch den Park. Es gibt einen schönen, von Bäumen gesäumten Weg. Das klingt herrlich. Ich würde mich gerne irgendwann zu dir gesellen. Unbedingt. Es würde Spaß machen, einen Joggingkumpel zu haben. Ich würde die Motivation auf jeden Fall schätzen. Machst du Dehnübungen vor dem Joggen? Ja, denen ist wichtig. Es hilft, Verletzungen vorzubeugen und verbessert die Flexibilität. Das sollte ich auch in meine Routine integrieren. Irgendwelche Lieblingsstrecken. Ich mache gerne Ausfallschritte und Dehnübungen. Sie wirken Wunder. Tolle Tipps. Die werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Es ist gut, eine Morgenroutine zu haben. Ganz gewiss. Es gibt einen positiven Ton für den Rest des Tages an. Lektion 7.
Moralische Entscheidungen. Hey Anna, meine liebe Freundin, hast du jemals darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, moralische Grenzen zu setzen? Das ist ein interessantes Thema. Es liegt wirklich an uns, eine feste Barriere gegen Unmoral zu errichten. Genau. Es ist wichtig, zu unseren Werten zu stehen, besonders in herausfordernden Situationen. Ich stimme voll und ganz zu. Manchmal kann die Gesellschaft uns unter Druck setzen, unsere Überzeugungen zu gefährden. Ja, es erfordert Mut, dem treu zu bleiben, woran wir glauben. Haben Sie sich solchen Herausforderungen gestellt? Definitiv. Ich hatte Momente, in denen ich wählen musste, ob ich mich anpassen oder authentisch bleiben wollte. Wie bist du damit umgegangen? Ich entschied mich dafür, mich zu äußern und meine Sichtweise zu teilen, auch wenn es unangenehm war. Das ist lobenswert. Sich zu äußern kann andere dazu inspirieren, dasselbe zu tun. Danke. Ich glaube, es ist wichtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem Werte respektiert werden. Unbedingt. Es hilft, gesunde Diskussionen zu fördern und fördert kritisches Denken. Apropos Diskussionen. Denken Sie, dass Schulen mehr über Ethik und Moral vermitteln sollten? Ja, das tue ich. Es würde den Schülern helfen, sich in komplexen Lebenssituationen zurechtzufinden. Das ist eine wertvolle Fähigkeit. Das Verständnis von Ethik kann unsere Entscheidungen und Handlungen leiten. Ganz gewiss. Lassen Sie uns weiterhin dafür werben, wie wichtig es ist, moralische Entscheidungen in unserem Leben zu treffen. Lektion 8. Bildungswege. Hey Anna, hast du jemals über die Unterschiede zwischen Community Colleges und Universitäten nachgedacht? Ja, ich denke, Community Colleges unterscheiden sich von Universitäten, weil ihre Programme Berufsausbildung und praktische Fähigkeiten beinhalten. Genau. Sie konzentrieren sich darauf, die Studierenden auf bestimmte Karrieren vorzubereiten und nicht nur auf akademische Abschlüsse. Das ist ein großer Vorteil für viele Menschen, die schnell ins Berufsleben einsteigen möchten. Richtig. Außerdem haben Community Colleges oft niedrigere Studiengebühren, was den Zugang zu Bildung erleichtert. Das ist wichtig. Es ermöglicht mehr Studierenden, eine Hochschulausbildung zu absolvieren, ohne Schulden anzuhäufen. Definitiv. Hast du jemals darüber nachgedacht, einen Kurs an einem Community College zu belegen? Hab ich. Ich interessiere mich für Ihr Grafikdesign-Programm. Es scheint sehr praxisnah zu sein. Das klingt aufregend. Praktische Erfahrung ist in kreativen Bereichen wie Grafikdesign unerlässlich. Unbedingt. Ich glaube, dass Lernen durch Handeln dazu beiträgt, Fähigkeiten viel besser zu festigen als nur Theorie. Ganz gewiss. Und Community Colleges haben oft kleinere Klassengrößen, was eine persönlichere Aufmerksamkeit ermöglicht. Das ist ein großes Plus, es schafft eine unterstützende Lernumgebung. Ja, viele Schüler gedeihen in dieser Atmosphäre. Denken Sie, dass Community Colleges mehr mit lokalen Unternehmen zusammenarbeiten sollten? Ich finde das eine fantastische Idee. Es könnte Studenten Praktika und Stellenausschreibungen ermöglichen. Genau. Es würde die Kluft zwischen Bildung und Beschäftigungsmöglichkeiten überbrücken. Ich hoffe, in Zukunft weitere Initiativen wie diese zu sehen. Es könnte der Community erheblich zugutekommen.
Einverstanden. Gegenseitiges Unterstützen ist der Schlüssel zum Aufbau einer starken Belegschaft und Wirtschaft. Lektion 9. Windtage-Vibes. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit über meine Liebe zu Windtagemöbeln nachgedacht. Hallo John. Das ist eine fantastische Leidenschaft. Windtagestücke haben einen solchen Charakter und eine solche Geschichte. Ich stimme voll und ganz zu. Ich genieße immer unsere Gespräche über einzigartige Funde und Stile. Ja, jedes Stück hat etwas Besonderes, wie eine Geschichte, die darauf wartet, erzählt zu werden. Genau. Hast du einen Lieblingsvintage-Artikel in deiner Sammlung? Das tue ich. Ich habe einen antiken Schreibtisch, der meiner Großmutter gehörte. Es ist wunderschön. Das klingt herrlich. Ich wette, es sind viele Erinnerungen damit verbunden. Das tut es. Ich liebe es, mir vorzustellen, wie sie an diesem Schreibtisch Briefe schreibt. Was ist mit dir? Ich habe einen modernen Couchtisch aus der Mitte des Jahrhunderts. Es ist elegant und sehr stilvoll. Stücke aus der Mitte des Jahrhunderts sind so ikonisch. Sie fallen wirklich in jedem Raum auf. Das tun sie. Ich liebe es, wie sie Funktionalität mit tollem Design verbinden. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, Vintage-Möbel zu restaurieren? Ja, ich habe darüber nachgedacht, den Couchtisch nachzuarbeiten, um seinen ursprünglichen Glanz zur Geltung zu bringen. Das klingt nach einem lohnenden Projekt. Es ist eine großartige Möglichkeit, Geschichte zu bewahren. Ganz gewiss. Außerdem können DY-Projekte viel Spaß machen. Hast du etwas restauriert? Ich habe letzten Sommer einen Vintagestuhl restauriert. Es war herausfordernd, aber sehr befriedigend. Das ist beeindruckend. Ich würde gerne das fertige Produkt sehen. Lektion 10. Ideen für eine Geburtstagsfeier. Hey Anna, ich habe dieses Jahr über meinen Geburtstag nachgedacht. Was sollte ich tun? Hallo John, das ist aufregend. Hast du irgendwelche Ideen für die Feier im Kopf? Eigentlich dachte ich daran, eine Motto-Party zu veranstalten. Was denkst du? Eine Motto-Party klingt fantastisch. Welches Thema ziehst du in Betracht? Ich tendiere zu einem Maskerade-Thema. Es könnte so viel Spaß machen. Das ist eine geniale Idee. Jeder liebt es, Masken zu tragen und sich zu verkleiden. Genau. Ich könnte mit vielen Kerzen und eleganten Farben dekorieren. Und du könntest einen Wettbewerb für die beste Maske veranstalten. Wäre das nicht lustig? Ja, das werde ich auf jeden Fall mit einbeziehen. Was ist mit Essen? Irgendwelche Vorschläge? Wie wäre es mit Fingerfood? Sie sind einfach zu essen, während sie sich unter die Leute mischen. Tolle Idee. Ich könnte Minneslieder und eine Vielzahl von Dips servieren. Die sind immer beliebt. Was ist mit Getränken? Ich dachte daran, für den Abend einen Signature-Cocktail zu trinken. Irgendwelche Ideen? Ein fruchtiger Punsch wäre perfekt. Es passt zur festlichen Atmosphäre. Das klingt köstlich. Ich werde auch alkoholfreie Optionen für alle anbieten. Gut überlegt. Und vergiss einen Kuchen nicht. Welchen Geschmack möchtest du?
Ich denke an Schokolade mit farbenfrohen Dekorationen, die zum Thema passen. Schokolade ist immer ein Hit. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie sich das alles entwickelt. Ich freue mich schon. Lass uns planen, es unvergesslich zu machen. Lektion 11. Reise mit dem Orient Express. Hey Anna, bist du schon einmal auf berühmten Strecken gereist? Hallo John, ja, ich habe einmal den Orient Express genommen. Es war ein unvergessliches Erlebnis. Der Orient Express? Das klingt unglaublich. Wie war es? Es war luxuriös und elegant, mit einer wunderschönen Landschaft rundum. Wow! Zwischen welchen Städten bist du gereist? Ich bin von Paris nach Venedig gereist. Die Aussicht auf die Landschaft war atemberaubend. Das kann ich mir nur vorstellen. Hast du im Zug interessante Leute getroffen? Unbedingt. Ich habe Reisende aus verschiedenen Ländern getroffen und wir haben Geschichten ausgetauscht. Das klingt faszinierend. Was war dein Lieblingsteil der Reise? Der Speisewagen war unglaublich. Das Essen war köstlich und wunderschön präsentiert. Das muss sich so besonders angefühlt haben. Hast du viele Fotos gemacht? Ja, ich habe die atemberaubenden Landschaften und die wunderschönen Innenräume der Züge eingefangen. Ich würde diese Bilder gerne sehen. Gab es etwas Überraschendes an der Reise? Ja, der Zug hatte einen Vintage-Charme und der Service war außergewöhnlich. Es klingt wie ein Traum. Gibt es noch andere berühmte Strecken, die du ausprobieren möchtest? Ich würde gerne als nächstes den Rocky Mountaineer in Kanada erkunden. Diese Route ist berühmt für ihre atemberaubende Aussicht auf die Berge. Du wirst eine tolle Zeit haben. Ich hoffe es. Die Natur ist immer so faszinierend, besonders von einem Zug aus. Definitiv. Lass uns eines Tages eine gemeinsame Reise planen. Lektion 12. Fehler akzeptieren. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, Sprachen zu lernen. Hallo John, das ist ein tolles Thema. Was beschäftigt dich? Ich mache immer wieder Fehler beim Sprechen und das ist ein bisschen entmutigend. Lass dich nicht entmutigen. Fehler sind tatsächlich ein wichtiger Bestandteil des Lernens. Wirklich, dadurch fühle ich mich ein bisschen besser. Wie gehst du mit Fehlern um? Ich versuche sie auszulachen. Es hilft, sich daran zu erinnern, dass jeder Fehler macht. Das ist ein guter Ansatz. Können Sie ein Beispiel für einen Fehler nennen, den Sie gemacht haben? Sicher. Einmal sagte ich mir ist langweilig statt mir ist langweilig. Es war lustig. Das ist lustig. Hat die Person, mit der du gesprochen hast, auch gelacht? Ja, wir haben beide viel darüber gelacht. Es machte das Gespräch angenehmer. Das gefällt mir. Also, wie können wir Fehler in Lernmöglichkeiten verwandeln? Nun, nachdem ich einen Fehler gemacht habe, versuche ich, mir das richtige Formular für das nächste Mal zu merken. Das ist klug. Wiederholung kann das Lernen wirklich verstärken. Oder? Genau. Je mehr wir üben, desto besser werden wir.
Das werde ich im Hinterkopf behalten. Es ist ermutigend zu wissen, dass ich damit nicht allein bin. Unbedingt. Wir sind alle auf derselben Reise. Unterstützen wir uns weiterhin gegenseitig. Ich freue mich. Mit dieser Einstellung fühle ich mich motiviert, weiter zu üben. Lektion 13. Chat mit aktuellen Ereignissen. Hey Anna, hast du dich in letzter Zeit über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden gehalten? Hallo John, ja. Es ist wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben. Was ist los? Nun, eines der Hauptthemen ist derzeit der Klimawandel. Es ist überall. Unbedingt. Es ist ein dringendes Problem, das uns alle betrifft. Was sind die neuesten Nachrichten? Es gab Diskussionen über neue Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen. Das klingt vielversprechend. Gibt es bestimmte Länder, die das Sagen haben? Ja, viele Länder gehen Verpflichtungen ein, aber einige sind proaktiver als andere. Ich habe gelesen, dass einige Städte grüne Initiativen umsetzen. Was machen sie? Einige erweitern die öffentlichen Verkehrsmittel und pflanzen mehr Bäume. Das sind großartige Schritte. Es ist ermutigend zu sehen, wie Gemeinden Maßnahmen ergreifen. Ganz gewiss. Was glauben Sie, können Einzelpersonen tun, um zu helfen? Einfache Dinge wie die Reduzierung des Plastikverbrauchs und das Recycling können einen Unterschied machen. Ich stimme zu. Jede noch so kleine Anstrengung zählt. Hast du in letzter Zeit irgendwelche Gewohnheiten geändert? Ja, ich habe angefangen, wiederverwendbare Beutel und Flaschen zu verwenden. Es fühlt sich gut an. Das ist fantastisch. Ich habe versucht, mehr Fahrrad zu fahren, anstatt zu fahren. Das ist eine tolle Idee. Das ist gesünder und besser für die Umwelt. Genau. Gemeinsam können wir zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen. Lektion 14. Wanderpläne. Hey Anna, freust du dich auf unseren Wanderausflug an diesem Wochenende? Hallo John, ich kann es kaum erwarten. Es wird toll sein, Zeit im Freien zu verbringen. Unbedingt. Treffen wir uns am Ausgangspunkt. Wissen Sie, wo es ist? Ich bin mir nicht sicher. Kannst du mir die Adresse und die Anfahrtsbeschreibung schicken? Natürlich. Ich schicke dir die Details später. Um wie viel Uhr sollten wir uns treffen? Wie wäre es mit 8 Uhr morgens? Es wäre schön, früh anzufangen. Hört sich gut an. Wir können die kühlere Morgenluft genießen. Auf welchem Weg wandern wir? Ich habe gehört, dass der Maple Trail eine atemberaubende Aussicht und wunderschönes Laub bietet. Das ist perfekt für diese Jahreszeit. Hast du es schon einmal gewandert? Nein, habe ich nicht, aber ich habe erstaunliche Dinge darüber gehört. Ich auch nicht. Ich freue mich darauf, die Landschaft zu sehen. Und vergiss nicht, Snacks mitzubringen. Wandern macht mich hungrig. Tolle Idee. Ich packe ein paar Müsliriegel und Obst ein. Was ist mit dir? Ich bringe Trailmix und ein paar Sandwiches zum Mittagessen mit. Perfekt. Wir können oben ein Picknick machen. Sollten wir noch andere wichtige Dinge mitbringen? Eine Wasserflasche ist unerlässlich.
Es ist wichtig, hydratisiert zu bleiben. Definitiv. Ich werde dafür sorgen, dass ich meins auffülle, bevor wir gehen. Fantastisch. Das wird ein fantastisches Abenteuer. Ich stimme zu. Ich kann es kaum erwarten, den Trail mit dir zu erkunden. Lektion 15. Musikalisch Momente. Hey Anna, hast du in letzter Zeit irgendwelche Songs auf deinem Instrument gespielt? Hallo John, ja. Ich habe es geschafft, ein paar einfache zu lernen. Es hat Spaß gemacht. Das ist großartig. Welche Songs hast du bisher gelernt? Ich habe mit Twinkle, Twinkle, Little Star und Mary Had a Little Lamp angefangen. Das sind Klassiker. Sie sind perfekt für Anfänger. Wie fühlst du dich beim Spielen? Ich fühle mich jedes Mal selbstbewusster, wenn ich übe. Es ist so lohnend. Das ist genial. Hast du irgendwelche Ziele für deine musikalische Reise? Ich würde als nächstes gerne ein paar Popsongs lernen. Sie sind so eingängig. Das würde Spaß machen. Hast du ein bestimmtes Lied im Sinn? Let It Be von den Beatles steht auf meiner Liste. Es ist so ein wunderschönes Lied. Gute Wahl. Die Akkorde sind auch nicht allzu schwierig. Hast du sie ausprobiert? Noch nicht, aber ich werde die Akkorde nachschlagen und es versuchen. Ich kann dir helfen, wenn du willst. Ich kenne ein paar Tricks, um es einfacher zu machen. Das wäre unglaublich. Ich würde mich über die Anleitung freuen. Kein Problem. Wir könnten zusammen eine kleine Jam-Session machen. Das fände ich toll. Mit jemand anderem zu spielen macht immer mehr Spaß. Genau. Planen wir nächste Woche eine Trainingseinheit ein. Lektion 16. Historische Veränderungen. Hey Anna, hast du von Anastasia, der jüngsten Tochter des Zaren, gehört? Hallo John, ja. Ihre Geschichte ist faszinierend, besonders angesichts der historischen Veränderungen um sie herum. Genau. Niemand war von diesen Veränderungen stärker betroffen als sie. Es ist unglaublich, wie sich ihr Leben so dramatisch verändert hat. Was findest du am interessantesten? Ich denke, es ist ihr rätselhaftes Verschwinden und die Mythen, die es umgeben. Ja, viele glaubten, sie habe überlebt und jahrelang im Geheimen gelebt. Richtig, das verleiht ihrer Geschichte eine faszinierende Wendung. Glaubst du, sie hat wirklich überlebt? Das ist schwer zu sagen. Einiges deutet darauf hin, dass sie es nicht getan hat, aber die Gerüchte sind fesselnd. Definitiv. Die Vorstellung einer verlorenen Prinzessin ist wie etwas aus einem Märchen. Genau. Dadurch fühlt sich Geschichte lebendiger und nachvollziehbarer an. Hast du irgendwelche Bücher über sie gelesen? Ich habe Anastasia, die letzte Großherzogin, gelesen. Es gibt ein lebendiges Bild von ihrem Leben. Das klingt interessant. Ich würde gerne mehr über ihre Familiendynamik erfahren. Ihre Familie war so eng miteinander verbunden, was die Tragödie noch herzzerreißender macht. Das tut es wirklich. Die Auswirkungen der Revolution auf ihr Leben waren immens. Bitte abonniere, like und teile unseren Kanal.
Deine Unterstützung hilft uns, noch mehr großartige Inhalte zu erstellen. Danke.